Wird der FC Bayern München am 24. Spieltag bei Borussia Dortmund gewinnen und damit zu 99% deutscher Meister werden? Da schauen wir uns heute alles in diesem Video genauer an. Hallo liebe FC Bayern Fans, schön euch wieder zu meinem neuen Bayern Video auf Werners Fußballecke begrüßen zu dürfen. Heute gibt's in diesem Video schon mal meine Bayern Prognose für das Spiel gegen Borussia Dortmund. Dazu viele Infos, warum der FC Bayern auch in dieser Saison deutscher Meister werden kann. Und dazu später im Video die bestmögliche Bayern-Aufstellung zum Erreichen der Meisterschaft. Wenn du mehr Bayern-Videos von mir sehen möchtest, dann lass mir gerne einen Daumen hoch da, abonniere Werners Fußballecke und aktiviere die Glocke, damit du auch nichts mehr von meinem Fußballkanal verpasst. Ja, am Samstag um 18:30 Uhr steigt der große Bundesliga-Klassiker, der German Classico, zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München. Und ja, die Bayern gehen als Tabellenführer und 8 Punkte Vorsprung vor dem BVB in dieses wichtige Bundesligaspiel. Das wird ein echtes Bundesliga-Topspiel werden. Und ja, es wird zu 100% kein 0:0 geben zwischen Dortmund und den Bayern. Denn hier treffen die besten Offensivreihen der Bundesliga aufeinander. Bayern mit ihren mega 85 Bundesliga-Saisontoren und der BVB mit immerhin 49 Toren bis jetzt. Klar, auch nicht zu vergessen, der FC Bayern und Dortmund stellen auch die besten Abwehrreihen der Liga. Also ein besseres Spiel kann die Bundesliga aktuell auf jeden Fall nicht bieten. Und ja, hier geht es bereits um die deutsche Meisterschaft. Auch wenn wir erst den 24. Bundesliga-Spieltag haben. Eines ist klar, will Dortmund noch eine Chance auf den Titel haben, müssen sie dieses Spiel auf jeden Fall gewinnen. Und das alleine schon ist natürlich ein mega Vorteil für Vincent Kompany und den Bayern. Denn diesmal muss der BVB das Spiel machen und der FC Bayern kann ganz locker in diese Partie gehen und jeder weiß im Stadion, jetzt eine Niederlage gegen Bayern und der letzte Titeltraum ist auch dahin. Also Bayern, holt euch jetzt diesen wichtigen Auswärtssieg im Signal Iduna Park. Und ja, die Chancen auf 3 Punkte beim BVB stehen schon sehr, sehr gut. Wenn man sich mal die letzten 14 Bayern-Spiele in Dortmund anschaut, klar, Statistik sind nur Zahlen, aber meistens immer mit einer Wahrheit verbunden. Ja, schaut man sich allein nur die letzten 7 Spiele an, ob Bundesliga oder auch DFL Supercup, 2 Unentschieden, aber 5 Bayern-Siege in Dortmund. Das ist schon im Vergleich zu den Teams eine mega starke Serie der Bayern. Daran sieht man aber auch, wie nervenstark die Bayern-Spieler in solchen Partien wirklich sind. Und genau das kann am Samstag auch wieder zum Erfolg führen. Natürlich müssen die Bayern zu 130% konzentriert in dieses German Classico gehen, auch wenn der letzte BVB-Heimsieg Jahre zurückliegt. Der war nämlich beim 2:0-Sieg gegen die Bayern im DFL Supercup in der Saison 2019-2020. Also schon eine gefühlte Ewigkeit. Na okay, gerade für die BVB-Fans. Natürlich darf man trotzdem nicht vergessen, selbst bei einer Bayern-Niederlage gegen den BVB ist die Meisterschaft greifbar nahe für das Team von Vincent Kompany. Denn wenn man sich das Restprogramm von Bayern München anschaut, sieht man schon, so viele quasi Top-Teams kommen nicht mehr als Gegner. Klar, auch die Bayern dürfen keine Teams in der Bundesliga unterschätzen oder auf die leichte Schulter nehmen. Dass man verlieren kann, haben wir leider gesehen, zum Beispiel gegen Augsburg oder auch das 2:2 zu Hause gegen Mainz war nicht berauschend. Aber dennoch, selbst 5 Punkte Vorsprung vor Dortmund sollten reichen, um am 34. Bundesligaspieltag den 35. Meistertitel feiern zu können. Natürlich wird das Spiel am 26. Spieltag zum Beispiel bei Bayer Leverkusen nicht einfach. Gerade weil Leverkusen auch im Pokal zu Hause gegen die Bayern ran muss. Will man bestimmt im eigenen Stadion zeigen, passt auf, wir können euch schlagen.
Oder auch das Heimspiel am 30. Spieltag zu Hause halt dann gegen den VfB Stuttgart wird auch kein einfaches. Und nochmal, auch die anderen Teams dürfen natürlich nicht unterschätzt werden. Aber sind wir mal ehrlich, schaut man sich dieses Bayern-Restprogramm an, geschweige denn Bayern gewinnt sogar am Samstag beim BVB und geht da mit 11 Punkten Vorsprung in diese letzten 10 Bundesligaspiele, dann ist der Meistertitel meiner Meinung nach zu 99,5% sicher bzw. geholt. Klar, bei einer Niederlage am Samstag in Dortmund bzw. dann nur noch 5 Punkte Vorsprung wird es natürlich, sagen wir es mal so, nochmal ein bisschen spannender. Dabei aber auch nicht vergessen, bei 5 Punkten müsste das Team von Trainer Niko Kovac dennoch 2 Spiele mehr gewinnen als die Bayern, beziehungsweise der FCB müsste 2 Spiele mehr verlieren in den letzten 10 Bundesligaspielen, plus dazu aber auch noch das super Torverhältnis der Bayern. Und schaut man sich mal hier die Saisonbilanz bis jetzt von beiden Teams an, alleine schon wie stark die Bayern auch auswärts in der Bundesliga sind, 9 Siege in 11 Spielen bis jetzt und Dortmund 6 Siege bei 12 Spielen auswärts. Also da jetzt wirklich Angst zu bekommen, dass der BVB mehr Spiele noch als die Bayern gewinnen könnte, na okay, das glaube ich nicht wirklich. Denn nicht vergessen, Bayern will zu 120% das Dribbel in dieser Saison holen. Heißt, Meister werden, endlich wieder den DFB-Pokal gewinnen und ja, den Sieg in der Champions League. Schaut man sich mal die aktuell beste Aufstellung des FC Bayern an, ja, da sieht schon alles ziemlich erfolgsversprechend aus. Denn auch ein Jamal Musiala wird noch richtig gut in Form kommen. Und ja, alleine schon mit Diaz, Olise und Kane haben wir aktuell die beste Offensive in den Top 5 Ligen Europas. Oder auch ein Lennart Kall wird bald wieder richtig zeigen, was er drauf hat. Dazu hoffe ich natürlich auch, dass Alphonso Davies wieder fit wird und auch er langsam, aber sicher wieder zu Bestform kommt. Dann ist dieser Bayern 11 in dieser Saison alles zuzutrauen. Denn aktuell ist Bayern von den ganzen Zahlen her, aber auch von der Spielweise das beste Team Europas. Das werden sie auch weiterhin in der Bundesliga, DFB-Pokal, aber auch in der Champions League zeigen. Und hey, jedes Team der Welt hat auch mal schwächere Spiele. Also ja, liebe FC Bayern-Fans, holen wir am Samstag 3 Punkte. Gratulation zur 35. deutschen Meisterschaft. Und okay, wenn nicht, dann halt kurz vor Ende der Saison. Jetzt bin ich auf eure Meinung gespannt. Holt Bayern den Sieg beim BVB und damit den Titel oder schreib mir deine Prognose auf jeden Fall in die Kommentare. Also dann, bleibt sportlich und bis zum nächsten Bayern-Video. Wir sehen uns. Tschüss.